One of the things that is a problem with most countries is people being overweight. Eins der größten Probleme, das in den meisten Ländern ist, dass die Menschen übergewichtig And sind. there are 3 simple steps you can take to lose weight. Und es gibt 3 einfache Schritte, die man tun kann, um Gewicht zu verlieren. You will lose 25 to 50 kilos in 1 year. Ihr werdet dadurch 25 bis 50 Kilo in einem Jahr an Gewicht And that verlieren. is safe weight loss. Und das ist ganz sicheres Gewicht verlieren. If you follow these 3 steps, Wenn ihr diesen 3 Schritten folgt, you will never be hungry, werdet ihr niemals Hunger haben you will never be irritable, und ihr werdet auch niemals reizbar sein and you will lose the weight. und ihr werdet trotzdem Gewicht verlieren. So the first one we want to follow Also das Erste, dem wir folgen wollen, ist, is to eat natural food, dass wir natürliches Essen essen. just like it comes out of the ground. Ganz so, wie es aus der Erde kommt. When we keep eating out of jars, boxes, and cans, Wenn wir weiterhin aus Dosen, Verpackungen essen, we start to look like jars, boxes, and cans. dann sehen wir auch irgendwann so aus wie Verpackungen, wie Gläser oder Dosen. We want to eat food as it comes out of the ground or out of a tree, Wir wollen die Nahrung so essen, als wenn sie aus dem Boden kommt und so, wie sie vom Baum kommt. because all that food has fiber in it. Denn diese Nahrungsmittel haben Ballaststoffe enthalten. And that's what fills your stomach Und das ist das, was den Magen füllt, so you don't eat too much. sodass du nicht zu viel isst. Because when your stomach is full, Denn wenn dein Magen voll ist, the brain says no more food. dann sagt das Gehirn, nicht mehr essen. So if I eat a candy bar, Also wenn ich jetzt einen süßen Riegel esse, is my stomach full? ist dann mein Magen voll? No, it's not. Nein, ist er nicht. So the brain says more food. Und so sagt das Gehirn, mehr essen, mehr So I Nahrung. drink a Coca-Cola, Und so trinke ich Coca-Cola. and my stomach is still not full. Und auch immer noch ist mein Magen nicht voll. But with the candy bar and the Coca-Cola, my fat cells are full. Aber mit diesem süßen Riegel und mit der Coca-Cola werden meine Fettzellen voll. And so that's the problem. Und das ist das Problem. We want to eat food that comes from Mother Earth. Wir wollen Nahrungsmittel essen, die von Mutter Erde kommen. Our mother is supposed to feed us, Denn unsere Mutter, die soll uns ernähren, not the factory. nicht die Fabriken. So eat the food as it grows. Also esst die Nahrungsmittel so, wie sie wachsen. Another rule Eine weitere Regel is ist, to eat a big breakfast ein großes Frühstück zu essen, like a king, so wie ein König. lunch lighter like a prince, Und das Mittagessen etwas weniger wie ein Prinz. and if you eat a third meal, Und wenn ihr dann eine dritte Mahlzeit it esst, should be only fruit or bread. dann sollte diese nur aus Früchten oder aus Brot bestehen. Something very simple. Irgendetwas sehr Einfaches. If you really want to lose weight, Und wenn ihr wirklich Gewicht verlieren wollt, do not eat the third meal. dann esst auch diese dritte Mahlzeit nicht. I only eat 2 meals a day, Ich esse nur 2 Mahlzeiten am and Tag. I get plenty of energy and nutrition from 2 meals. Und ich bekomme genug Energie und Nährstoffe von nur 2 Mahlzeiten. If you're eating good food. Wenn ihr natürlich gute Nahrungsmittel esst. If you eat late at night, Wenn ihr spät am Abend esst, your body is going to store that food dann wird der Körper diese Nahrungsmittel lagern. because it doesn't have enough time to burn it. Denn er hat danach nicht genug Zeit, um sie zu verbrennen. So eat big in the morning, Also esst groß am Morgen. at least by lunch. Und zumindest, wenn das nicht so ist, dann zum Mittag, zumindest beim Mittag And so viel. try not to eat after 5 o'clock. Und versucht nicht nach 5 Uhr am Abend zu essen. You want to avoid olives, nuts, and avocados while you're losing weight. Ihr wollt auch Oliven, Avocados oder Nüsse vermeiden, während ihr Gewicht verliert, because those are high in fat. denn die haben sehr viel Fett. And the third rule Und die dritte Regel ist, is to exercise. dass ihr Bewegung habt. Muscle is the flame that burns fat. Der Muskel ist die Flamme, die das Fett verbrennt. I look at muscle as faith Ich schaue mir den Muskel an als Glauben and fat as sin. und das Fett als Sünde. The more faith muscle I Je mehr exercise, Glaubensmuskel ich bewege, the less fat sin I have in my life. desto weniger Fett, Sünde habe ich in meinem Leben. So you have to exercise. Also ihr müsst euch bewegen. And that's the 3 simple rules. Und das sind die 3 ganz einfachen Regeln. If you do this, Wenn ihr das tut, you should lose 25 to 50 kilos in 1 year. dann solltet ihr bis von 25 bis 50 Kilo pro Jahr an Gewicht verlieren. And this is the healthy way to lose weight. Und das ist die gesunde Art und Weise, Gewicht zu verlieren. Now when we talk about food, Nun, wenn wir über Nahrungsmittel sprechen, this is much more critical than many people think. das ist ein Thema, das viel wichtiger ist, als viele Menschen denken. Satan can get control of us through food. Satan kann Kontrolle
über uns bekommen durch die Nahrungsmittel. His greatest success, in fact, is through appetite. Sein größter Erfolg ist tatsächlich sogar durch den Appetit. Because through the appetite, he can control the entire man. Denn durch den Appetit kann er den ganzen Menschen kontrollieren. Thousands of people won't be in the kingdom of heaven Tausende von Menschen werden nicht im Königreich sein, im Himmel, because they did not control their weil appetite. sie ihren Appetit nicht kontrolliert haben. If we can control our Wenn appetite, wir unseren Appetit kontrollieren können, we will have moral power werden wir moralische Kraft haben, to get the victory over every other temptation. über jede andere Versuchung erhaben zu sein. So your sins are like a line of dominoes, Eure Sünden sind also wie eine aufgestellte Dominolinie. and you want to knock these domino sins off. Und ihr wollt diese Dominosteine, diese Sünden, die wollt ihr umschlagen. And the way to schmeißen. knock down a line of Und dominoes wie ihr eine Reihe von Dominosteinen umschmeißt, is you've got to get the first one. das geht dadurch, dass ihr den ersten umschmeißt. And the first one is appetite. Und der erste ist der Appetit. It will give you power to knock over the others. Und der erste Stein, der Appetit, wird dir die Kraft geben, die anderen auch Now, umzuschlagen. as we get close to the end of Nun, time, während wir nun näher kommen dem Ende der Zeit, Satan is going to make appetite more powerful and more difficult. wird Satan den Appetit noch mehr benutzen. Every year he's putting new food on the grocery shelf, Jedes Jahr bringt er neue Nahrungsmittel in das Nahrungsmittelgeschäft. and he's using more and more chemicals in these foods Und er benutzt mehr und mehr Chemikalien in diesen Nahrungsmitteln, so that you will become addicted to them. sodass ihr süchtig werdet zu diesen. So try to stay away from the devil's packages Also versucht fernzubleiben von diesen Verpackungen des Teufels. and eat food as it grows. Und esst das Essen so, wie es wächst. The more plant food you eat, Je mehr Pflanzennahrung ihr habt, the healthier you're going to be. desto gesünder werdet ihr sein. Dr. Reuben Massey Dr. Reuben Massey sagt, was the first president of the American Medical Association. er ist der erste Präsident der amerikanischen Ärztegesellschaft gewesen. As the president of the AMA, Und als der Präsident der AMA he had the responsibility to protect the public health. hatte er die Verantwortung, die öffentliche Gesundheit zu schützen. And he also had to represent the medical business. Und er sollte auch die amerikanischen Geschäfte bzw. medizinische Geschäft repräsentieren. So he did much research around the world Also hat er sehr viele Untersuchungen gemacht in der Welt. and then was asked to give a report to the US House of Representatives. Und dann wurde er gebeten, einen Report zu leisten im Weißen Haus für die Repräsentative. So his proposal was that the United States become a vegetarian nation. Also sein Vorschlag war, dass Amerika ein vegetarisches Land werden würde. But there were businesses Aber da waren Geschäfte, who wouldn't make any money if we became a vegetarian die country. natürlich kein Geld mehr machen würden, wenn Amerika ein vegetarisches Land werden würde. So they persuaded the congressmen Und so haben sie sich mit den Kongressmenschen unterhalten und ihnen gesagt, to reject Dr. Massey's proposal. bitte, nehmt diesen Vorschlag von Dr. Massey nicht an. And so today we have 10 and 12-story hospitals Und so haben wir heute Krankenhäuser mit 10 oder 12 Stockwerken, because we're not eating a good, healthy lifestyle. weil wir keinen guten, gesunden Lebensstil haben. Now, the vegetarian idea is nothing new. Nun, die vegetarische Idee ist nichts Neues. It actually goes back 6,000 years to the Garden of Eden. Sie geht sogar 6000 Jahre zurück in den Garten Eden. Many people throughout history have chosen vegetarian diet. Viele Menschen durch die Geschichte hindurch haben sich entschieden, vegetarisch zu sein. Plato and Socrates, Plato und Sokrates, Da Vinci and Gandhi, Da Vinci und Gandhi, Isaac Newton, Isaac Newton, Albert Schweitzer, Albert Schweitzer, Leo Tolstoy, Leo Tolstoy, Thomas Edison, Thomas Edison, Einstein, Einstein, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. They understood that a plant-based diet was best. Sie verstanden, dass eine pflanzenbasierte Ernährung am besten ist. Now, the Journal of the American Medical Association Nun, das Journal der amerikanischen Ärztegesellschaft reported that a vegetarian diet schrieb, dass eine vegetarische Ernährung can prevent 97% of our coronary occlusion. 97% unserer koronaren Herzkranzverkalkung verhindern kann. The heart attack is the #1 killer. Und der Herzinfarkt ist die Krankheit Nummer 1, an der die meisten Menschen sterben. Now, this report didn't come out last year Nun, dieser Nachrichtenbeitrag, der kam nicht letztes Jahr heraus or even 10 years ago. und auch nicht vor 10 Jahren. This report is June
Dieser Report wurde gemacht im Juni 1961. 1961. So we've known for half a century Also wir wissen jetzt seit einem halben Jahrhundert, how to stop the number one killer. wie wir diese Nummer 1 Krankheit, die uns umbringt, vorbeugen können. But we haven't done it. Aber wir haben es nicht getan. And there are several reasons why. Und es gibt verschiedene Gründe, warum. One, the food industry is spending billions of dollars a year Und warum? Die Nahrungsmittelindustrie, gibt sehr, sehr viel Geld aus, Millionen im Jahr, to try to get you to buy their product. um euch dazu zu bringen, dass ihr ihre Nahrungsmittel kauft. And it's working Und es funktioniert. because they're still spending the money to get you. Denn sie geben immer noch dieses Geld aus, um uns zu bekommen. And another problem is Und ein anderes Problem ist, we like the junk food. wir mögen dieses schlechte Essen. Now I'm going to give you your first physiology Nun, lesson. ich gebe euch jetzt eure erste Physiologie-Unterrichtseinheit. There are no brains in here, Es gibt kein Gehirn da drin, only taste buds. nur Geschmacksknospen. God put the brains on top for a reason. Gott hat das Gehirn obendrauf getan aus einem bestimmten Grund. They're to control everything else under the brain. Es sollte alles kontrollieren, was unter dem Gehirn ist. Anything under the brain gets control, Alles andere unter dem Gehirn bekommt die Kontrolle, it may destroy your system, wenn may destroy your body. sodass, wenn irgendetwas unter deinem Gehirn die Kontrolle gewinnt, wird es deinen Körper zerstören. So don't allow 2 ounces of tongue to control 150 pounds of body. Also erlaube es nicht, dass nun so ein paar Gramm von Zunge den ganzen Körper kontrollieren. Especially when there are no brains in there. Ganz besonders, wenn da gar kein Gehirn drin ist. So let's take a look at the human body, Also lasst uns diesen menschlichen Körper mal anschauen see what it is designed for. und schauen, wofür er geschaffen worden ist. Your car is an internal combustion engine. Euer Auto ist eine in sich selbst funktionierende Maschine. It requires gasoline or diesel to make it work. Sie braucht Diesel oder Benzin, damit sie funktioniert. What about this body? Wie sieht es mit diesem Körper aus? What is it designed for? Wofür ist er geschaffen? Well, let's take a look. Nun lasst uns das mal You anschauen. may be in for a surprise. Und ihr seid vielleicht überrascht. Let's begin by looking at your jaw structure. Lasst uns die Kieferstruktur anschauen. I want to see if you can do what I do. Ich möchte sehen, ob ihr das tun könnt, was ich tun kann. Can you move your jaw from left to right? Könnt ihr euren Kiefer von links nach rechts bewegen? Oh, that's good. Ja, ist gut. Can you move your jaw up and down? Könnt ihr euren Kiefer hoch und runter bewegen? Okay, now here's the tricky one. Und jetzt wird schwierig. Can you move your jaw forward and backward? Könnt ihr euren Kiefer nach vorne und nach hinten bewegen? Don't you look silly? Sieht ihr nicht dumm aus. But you can move your jaw in 3 directions. Aber ihr könnt euren Kiefer in 3 Richtungen bewegen. Only vegetarian animals will do this. Und nur vegetarische Tiere können das tun. The jaw of a meat-eating animal Der Kiefer eines fleischessenden Tieres will only go up and down. geht nur hoch und runter. You have never seen a dog eat like this Ihr habt noch nie einen Hund gesehen, wie er so isst. because he can't do it. Denn er kann es nicht tun. He's a meat-eating animal. Er ist ein fleischessendes Tier. But horses, Aber Pferde, cows, Kühe, your mama, deine Mama, the jaw goes like this. da geht der Kiefer so. It's designed for bulky, fibrous plant food. Er ist gemacht für Pflanzennahrung. Any dentist can tell you Jeder Zahnarzt wird dir sagen, that your teeth are designed for plants. dass deine Zähne dafür geschaffen worden sind, Pflanzen zu zerkleinern. In the back, your molars and your bicuspids Ganz hinten die Backenzähne, are flat on top. die sind oben flach They're round on the side. und rund an den Seiten. You have 4 canine, Und ihr habt 4 Schneidezähne, 2 on top, 2 on bottom, 2 oben, 2 unten, for apples and carrots. für Äpfel und für Karotten. The rest of your teeth are flat. Und der Rest eurer Zähne, der ist flach. They're not sharp and pointed like a wolf or a Die bear. sind nicht scharf und spitz wie bei einem Wolf oder bei einem Bären. If you use these teeth Wenn ihr diese Zähne benutzt and you sneak up to a cow und euch an eine Kuh heranschleicht and you dust off his backside und ihr den Hintern abstaubt and you try to take a bite, und versucht reinzubeißen, all you will get alles was ihr bekommt, is kicked ist ein Tritt. because these teeth will not puncture his flesh. Denn diese Zähne werden nicht sein Fleisch durchdringen. It's designed for grinding plants, not Es flesh. ist dazu geschaffen, Pflanzen zu zerkleinern und nicht Fleisch. If
If you were to send a sample of your saliva down to a laboratory, Wenn ihr eine Probe von eurem Speichel an ein Labor senden würdet, they would find a very high concentration of enzymes da würden sie eine große Konzentration an Enzymen finden, that are designed to break down starches. die dafür geschaffen worden sind, Stärke zu zerkleinern. This only happens in vegetarian animals. Und das passiert nur bei vegetarischen Tieren. So your saliva says clearly you're supposed to be vegetarian. Also euer Speichel sagt euch ganz klar, dass ihr Vegetarier seid. You sweat off your skin. Ihr schwitzt von eurer Haut aus. The meat-eating animal sweats off his tongue. Ein fleischessendes Tier schwitzt von seiner Zunge heraus. Now you do not have claws. Nun, ihr habt auch keine Krallen. You have an opposable thumb Ihr habt einen drehbaren Daumen with soft padded fingers. mit weichen, sensiblen Fingern. So when you grab the fruit and the vegetables and the berries, So, wenn ihr euch die Früchte und die Gemüse und die Beeren greift, they're not destroyed. dann sind diese nicht zerstört. An lion cannot go berry picking Und ein Löwe, der kann keine Beeren pflücken, because he has claws denn er hat Krallen, designed for tearing flesh. die dazu geschaffen worden sind, Fleisch zu reißen. But man likes to pretend he has claws. Aber der Mensch, der gibt gerne vor, dass er Krallen hat. He picks up a knife Er nimmt ein Messer and then a fork und eine Gabel and he goes, "Rawr! und er macht, "Uah, I'm a meat-eating animal. ich bin ein fleischessendes Tier. Look at my claws." Schaut euch meine Krallen an. Who are you kidding? Was macht ihr für einen Spaß? The body knows what it is. Der Körper weiß, was es ist. The meat-eating animal Ein fleischessendes Tier produces 10 times more hydrochloric acid than you do. produziert 10-mal mehr Salzsäure, als ihr das tut. You do not produce enough hydrochloric acid Du produzierst nicht genug Salzsäure, to neutralize the poisons that are in meat. um die Giftstoffe zu vernichten, die im Fleisch sind. Because biologically speaking, Denn biologisch gesprochen meat is 75% toxic to your body. ist Fleisch zu 75% giftig für den Körper. It's full of animal waste Es products. ist voll von Abfallprodukten des Tieres. It has hormones and cholesterol. Es hat Hormone und Cholesterin enthalten. It has drugs that they put into the cow. Es hat auch Medikamente enthalten, die sie zum Beispiel bei der Kuh gegeben haben. And there are 200 communicable diseases in the animal kingdom. Und es gibt 200 Krankheiten im Tierreich. Half of those will come into humans, Und die Hälfte davon wird auch zu Menschen übergehen. which means you and I can get 100 diseases from the animals. Was bedeutet das? Du und ich 100 Krankheiten von den Tieren bekommen können. We get that by eating them Und wir bekommen diese dadurch, dass wir sie essen or living too close to them. oder dass wir zu nah an ihnen wohnen. Now, I have enough disease in my kingdom. Nun, ich habe genug Krankheiten in meinem Reich. I don't need to take 100 more from the animal Ich brauche nicht kingdom. noch 100 mehr vom Tierreich. And when we look at the digestive tract, Nun, wenn wir uns den Verdauungstrakt anschauen, it definitely says vegetarian. der sagt uns ganz klar, dass es vegetarisch ist. Digestive tracts of vegetarian animals Denn ein Verdauungstrakt eines vegetarischen Tieres is 10 times the length of the animal's torso. ist 10-mal so lang wie der Torso des Tieres. And yours is 30 to 40 feet long. Und deiner ist so 10 Meter lang. Digestive tract of a meat-eating animal is short. Und der Verdauungstrakt eines fleischessenden Tieres, der ist viel kürzer. It's only about 3 feet long. Er ist nur ungefähr 3-mal so lang wie der Torso. So when the meat goes in, Also wenn das Fleisch hineingeht, it can go out quickly. dann kann es auch ganz schnell wieder herausgehen. But when meat goes in this digestive Aber wenn tract, Fleisch in diesen Verdauungstrakt kommt because there is no fiber in it, und weil dort keine Ballaststoffe enthalten sind, it gets trapped wird es verstopft. and has a difficult time going through. Und es hat eine schwere Zeit, dort durch den Verdauungstrakt durchzugehen. Fruit and vegetables can be out of your body in 12 to 15 hours, Früchte und Gemüse können aus dem Körper heraus sein nach 12 bis 15 Stunden. but meat can take 3 days. Aber Fleisch kann 3 Tage gebrauchen dafür. And while it's in there rotting, Und während es dort drin ist und verrottet, it begins to poison your blood. fängt es an, das Blut zu vergiften. And you become tired and irritable. Und ihr werdet müde und reizbar. So what I'm telling you is, Also das, was ich euch sage, ist, you are a vegetarian machine. ihr seid
eine vegetarische Maschine. You can eat meat if you want. Ihr könnt Fleisch essen, wenn ihr wollt. My family and relatives eat meat. Meine Familie und meine Verwandten, die essen Fleisch. I still love them. Ich liebe sie noch immer. But if you continue to eat meat, Aber wenn ihr weiterhin Fleisch esst, you may not be my friend for very long, dann könnte es sein, dass ihr meine Freunde nicht mehr so lange seid. because you may come down with diseases that will kill you. Denn ihr könntet Krankheiten bekommen, die euch umbringen. So you're free to decide. Also ihr seid frei, euch zu entscheiden. How many of you have heard of Dr. Kellogg, Wer von euch hat schon mal von Dr. Kellogg gehört? the cereal company? Ja, diese Kellogg's Cornflakes Firma. He had a very famous sanitarium in Michigan, Er hatte ein sehr bekanntes Sanitarium in Michigan. one of the biggest in the world. Eins der größten der ganzen Welt. Famous people went to this sanitarium. Berühmte Leute gingen in dieses Sanitarium. Even President Taft of the United States. Sogar Präsident Taft aus den Vereinigten Staaten. Because he had expert information Weil er so gute Informationen hatte, that helped people get well die den Menschen geholfen haben, dass sie wieder gesund wurden. when the other doctors couldn't help. Und die anderen Ärzte konnten ihnen gar nicht helfen. Now, in one of his lectures, Nun, in einer seiner Vorträge, he brings in a bacteriologist, da hat er einen Bakteriologen mit hineingebracht. and they have a plate of steak Und sie hatten dort einen Teller mit Steak and another plate with cow manure. und einen anderen Teller mit Kuhfladen. And the bacteriologist tells them Und der Bakteriologe sagte ihnen, there's more bacteria in the meat es gibt mehr Bakterien dort im Fleisch than in the manure. als in dem Kuhfladen. So you would be safer to eat the cow pie instead of the cow. Also seid ihr sicher, wenn ihr den Kuhfladen esst, als die Kuh. Now, Dr. Campbell, Nun, Dr. Campbell, who's a nutritional biochemist, der ein Nahrungsbiochemiker ist, was asked to speak to a room full of heart specialists. wurde gebeten, zu einem Raum voll von Herzspezialisten zu sprechen. They wanted Dr. Campbell to tell them how to help their patients. Und sie wollten, dass Dr. Campbell ihnen sagt, wie sie ihren Patienten helfen können. And this is what he told these heart specialists. Und das Folgende sagte er diesen Herzspezialisten. Why must we be reluctant about recommending a diet Warum sollten wir nicht eine Diät empfehlen, which we know is safe and healthy? die wir wissen, dass sie gesund ist und sicher? We as scientists can no longer take the attitude Wir als Wissenschaftler können nicht weiterhin diese Annahme machen, that the public cannot benefit from information they're not ready for. dass die Öffentlichkeit keinen Vorteil aus Informationen ziehen kann, für die sie nicht bereit sind. So do you see what he's saying here? Seht ihr, was er dort sagt? We have all the scientific information, Wir haben all die wissenschaftlichen Beweise. but you have been trained by the advertisers so long Aber ihr seid durch die Werbung so lange trainiert worden und ausgebildet, that you cannot accept the scientific facts dass ihr die wissenschaftlichen Fakten gar nicht nehmen könnt. because you've been Verstehen. listening to the advertisers, Denn ihr hört der Werbung zu. and they're not telling the truth. Und die sagen nicht die Wahrheit. They just want you to buy their product. Sie wollen einfach nur, dass ihr ihr Produkt kauft. So he continues. Und so setzt er weiter fort. We scientists must have the integrity Wir als Wissenschaftler müssen die Integrität haben, to tell the public the truth der Öffentlichkeit die Wahrheit zu sagen. and let them decide what to do. Und sie dann entscheiden lassen, was sie tun wollen. We can't force the public to follow our guidelines, Wir können die Öffentlichkeit nicht zwingen, unseren Ratschlägen zu folgen, but we can at least give them the guidelines aber wir können ihnen zumindest diese Ratschläge geben and let them decide what to do. und sie dann entscheiden lassen, was sie tun wollen. We must tell the public Wir müssen der Öffentlichkeit sagen, that a diet of roots and stems dass eine Ernährung mit Wurzeln und mit Stängeln, seeds and flowers, Samen und Blumen, fruits and leaves Früchten und Blättern is the healthiest diet die gesündeste Ernährung ist and the only diet und die einzige Nahrung ist, we can promote, endorse, and recommend. die wir empfehlen und weitergeben können. Now that's from the nutritional biochemist at Cornell University. Nun, das ist von einem Nahrungsbiochemiker von der Cornell-Universität. This man is Professor Emeritus, Dieser Mann ist Ehrenprofessor, which means he is held in the highest esteem at the university. was bedeutet, dass er im höchsten Rang gehalten wird an dieser Universität. So he knows what he's talking Also er about. weiß, worüber er spricht. This is the doctor that did the famous China study, Und das ist der Arzt, der diese bekannte, berühmte China-Studie the durchgeführt hat. largest medical study in the history of medicine. Die größte medizinische Studie der Welt.
And they have concluded that the major reason why China doesn't have the diseases that we have Und sie haben geschlussfolgert, dass China nicht die Krankheiten hat, wie wir sie in der westlichen Welt haben, is because their diet is only 10% meat and dairy, weil ihre Nahrung nur aus 10% von Fleisch und Milchprodukten besteht. which means their diet is 90% plant-based. Was bedeutet, dass ihre Ernährung aus 90% Pflanzen besteht. But the Western world Aber die westliche Welt has a diet that's 70% meat and dairy. hat eine Ernährung, die aus 70% Fleisch und Milchprodukten besteht. So that gives us a lot of fat and cholesterol Also das gibt uns viel Fett und Cholesterin. and brings a lot of diseases into our Und es bodies. bringt auch viele Krankheiten in unseren Körper. Now, the National Academy of Sciences and the World Health Organization Nun, die Nationale Akademie in der Weltgesundheitsorganisation, teamed together die hat sich zusammen getroffen, to put together a plan um zusammen einen Plan zu entwickeln, to improve the health of the entire world. um die Gesundheit der ganzen Welt zu verbessern. And this was their recommendation. Und das war ihre Empfehlung. Lower your salt intake, Vermindert euren Salzgehalt in der Nahrung, avoid alcohol, nehmt Abstand zum Alkohol, reduce fat and cholesterol, reduziert Fett und Cholesterin, exercise your muscles, bewegt eure Muskeln, a moderate amount of protein, eine kleine Menge an Eiweiß and 8 servings a day. und Eight Okay, oh ja, und 8 Portionen of fruits and vegetables, von Früchten und von Gemüse. especially green leafy vegetables, Ganz besonders die grünblättrigen Gemüse. whole grains, Und Vollkorn, beans, Bohnen, nuts and seeds. Nüsse und Samen. Now, nowhere in this list was meat and dairy. Nun, nirgendwo in dieser Liste finden wir Fleisch oder Milchprodukte. Did they make a mistake? Haben sie einen Fehler gemacht? Or did they know what is best? Oder wussten sie, was das Beste ist? It's a plant-based diet for the entire planet. Eine pflanzenbasierte Ernährung für die ganze Welt. Now, Dr. Harshberger Nun, Dr. Harshberger, is in charge of cancers der beschäftigt sich mit Krebs of lower animals von Tieren im unteren Tierreich at the Smithsonian Institute. an dem Smithsonian-Institut. And he was asked to report to Congress Und er wurde gebeten, dem Kongress einen Report zu geben, what his studies were showing. was seine Studien zeigen. And he said fish get tumors and cancers Und er sagte, dass Fisch Tumor und Krebs hat from polluted water, durch verschmutztes Wasser. and they bring this to us Und sie bringen uns das stored in their fat cells. und es ist gespeichert bei ihnen in den Fettzellen. And so this is a problem Und so ist das ein Problem, because the planet is polluted. denn der Planet ist verschmutzt. Even though you may live in a healthy area, Selbst wenn ihr in einem gesunden Gebiet lebt, water and air travel all over the planet. das Wasser bewegt sich über den ganzen Planeten und auch die Luft. And in countries that are giving off atomic waste and pollution, Und in Ländern, die atomare Verschmutzung haben und auch andere Verschmutzung that waste can get to your place. und das in die Umwelt lassen, dieser Schmutz kann auch zu dir kommen. I taught the Eskimos above the Arctic Circle. Ich habe auch Vorträge gehalten bei den Eskimos über dem arktischen Kreis. And they said that their fish has mercury poison. Und sie sagten, dass ihr Fisch bleivergiftet And ist. I said, how is that possible? Entschuldigung, Quecksilber vergiftet You're ist. above the Arctic Circle. Und ich sagte, wie ist das möglich? Ihr seid doch über dem arktischen Nordkreis. And they said the contaminated rain from Russia came over Und sie sagten, der kontaminierte Regen von Russland kam hier rüber zu and uns. it poisoned our water Und er hat unser Wasser vergiftet and put mercury in our fish. und hat Quecksilber in unseren Fisch getan. I was lecturing in Fiji, Ich habe auch auf Fiji unterrichtet und Vorträge gehalten. and a man from the government stood up. Und ein Mann von der Regierung stand auf He said, I am a food inspector. und sagte, ich bin Nahrungsmittelinspekteur. And some of the fish we have in Fiji Und einige der Fische, die wir auf den Fidschi-Inseln haben, have mercury and lead poisoning. haben Quecksilber und Bleivergiftung. Now, Fiji is in the middle of the Pacific Ocean. Nun, die Fidschi-Inseln, die sind mitten im Pazifischen Ozean. How is that possible? Wie ist das möglich? And he explained that the fish migrate. Und er erklärte, dass der Fisch wandert. Some of the fish that come through are from Brazil. Einige der Fische, die dort kommen, sind von Brasilien.
And some of those countries have no rules or regulations. Und einige dieser Länder haben keine Regeln und keine Gesetze. So when the fish swim past, So, wenn dort ein Fisch vorbeischwimmt, they pick up toxins in their gills. nimmt er die Giftstoffe in seinen Kiemen auf And they store it in their fat und cells. speichert sie in seinen Fettzellen. And then they bring it to you. Und dann bringen sie das Gift zu euch. Now the U.S. Fish and Wildlife Nun, die US-Behörde für Fisch- und Wildleben decided they wanted to do studies hat sich entschieden, eine Studie durchzuführen, on what happened to the insecticide PCB. um herauszufinden, was mit dem Insektizid PCB passiert ist. It's very Es dangerous, ist ein sehr gefährliches and it's banned in many countries. Insektizid und es ist in vielen Ländern verboten worden. But other countries are still using it today. Aber andere Länder benutzen es heute immer noch. So the Fish and Wildlife So hat die Behörde für Fisch- und Wildtiere entschieden, decided to study birds sich mit mit Vögeln auseinanderzusetzen und sie zu studieren. because different birds have different diets. Denn verschiedene Vögel haben verschiedene Nahrungsformen. This way they could find out where the insecticide is. Und auf diese Art und Weise können sie herausfinden, wo das Insektizid nun geblieben ist. Some birds eat at the bottom of the food chain, Einige Vögel essen ganz unten in der Nahrungskette others eat at the top. und ganz andere essen oben in der The Nahrungskette. bottom are the plants, Und ganz unten in der Nahrungskette sind die Pflanzen then small animals, und dann die kleineren Tiere larger animals, und dann die größeren Tiere and then carnivores. und dann die Karnivoren. That's the food chain. Das ist die Nahrungskette. Now today we have a problem. Nun, heute haben wir ein Problem. It's called bioaccumulation, Und dieses Problem nennt sich Bioakkumulation. which means if there's toxins on the bottom of the food chain, Was bedeutet, dass es dort Giftstoffe gibt, ganz unten in der Nahrungskette. it becomes stronger as it goes higher on the food chain. Und je höher es in die Nahrungskette geht, desto intensiver und ist es dort in diesen Tieren. And that's what they discovered. Und das ist auch das, was sie herausgefunden haben. So they studied birds that ate berries, nuts, and seeds. So haben sie Vögel untersucht, die Beeren, Samen und so weiter gegessen And haben. the birds that ate plant food, Und die Vögel, die Pflanzennahrung gegessen when they haben, opened up their liver, als sie ihnen die Leber geöffnet haben, the insecticide was only 0.2. war das Insektizid nur zu 0,2 dort enthalten. And they said, this is good. Und sie sagten, das ist gut. Uh-huh. The poison isn't on the plants. Das Gift ist nicht mehr in den Pflanzen. So then they studied birds that ate worms and insects. Und dann haben sie Vögel studiert, die Würmer und Insekten When gegessen they haben. opened up their liver, Und als sie deren Leber geöffnet haben, it was 3 times more toxic, da war es 3-mal so toxisch. 0.65. 0,65. Then they studied birds that ate mice and rats. Dann haben sie Vögel studiert, die Mäuse und Ratten gegessen Now haben. remember, we're going higher on the food Nun, chain. ihr seht, wir gehen höher in der Nahrungskette. And when they opened up their Und liver, als sie deren Leber geöffnet haben, the toxin had jumped to 50. ist der Giftstoff auf 50 gestiegen. This is getting more serious. Und jetzt wurde es wirklich ernst. Then they went to the Atlantic and the Pacific Und coast. dann gingen sie zur atlantischen und zur pazifischen Küste. They studied birds that ate fish and seafood. Und sie haben dort Vögel studiert, die Meeresgetier und Fisch gegessen And haben. when they opened up their liver, Und als sie deren Leber geöffnet haben, it had jumped to 900. sprang es auf 900. Now they found out what happened. Und jetzt hatten sie herausgefunden, was passiert ist. The insecticide washed off the plants, Das Insektizid wurde rausgewaschen aus den Pflanzen, went into the water, ging ins Wasser and out to the ocean. und raus in den Ozean. And that's where it is. Und dort ist es nun. So the fish are being poisoned Also der Fisch ist heute vergiftet by the toxins we're putting out there. durch die Giftstoffe, die wir dort überall ausstreuen. Now, what does the Bible have to say about this? Nun, was sagt die Bibel darüber? It's very clear. Es ist wirklich sehr klar. In Genesis 1:29 1. Mose 1, 29, was the original diet given to Adam and Eve. dort lesen wir, wie die originale Nahrung aussah, die Gott Adam und Eva gegeben It hat. was a fruitarian diet. Es war eine Fruchtnahrung. Nothing died in the Garden of Eden. Nichts starb im Garten Eden. But after sin came in Aber nachdem die Sünde kam and man would start to get sick, und der Mensch anfing auch krank zu werden, God added herbs and vegetables to his diet. hat Gott auch Gemüse und Heilpflanzen dort hinzugefügt. That was in Genesis 3:18. Das ist in 1. Mose 3, Vers 18. These are the only 2 verses in the Bible Das sind die einzigen Verse in der Bibel, that God says, this is what I want you to eat. wo Gott sagt, das ist das, was ich möchte, dass du es isst. Now, I know what you're thinking about. Nun, ich weiß, worüber ihr jetzt nachdenkt. The flood with Noah. Die Flut mit Noah. And I Und understand. ich verstehe es.
When the vegetation was wiped Als out, die Vegetation ausgerottet war, God finally gave man permission to eat meat. hat Gott dem Menschen die Erlaubnis gegeben, dass er Fleisch essen darf. But this was not his ideal plan. Aber das war nicht sein originaler Plan. He didn't want us to eat flesh, Er wollte nicht, dass wir Fleisch essen, but he allowed it, aber er erlaubte es. and one of the reasons was to shorten his life. Und einer der Gründe war es, sein Leben zu verkürzen. But God said, if you're going to eat meat, Aber Gott sagte, wenn ihr Fleisch esst, I have to put some restrictions. dann muss ich einige Einschränkungen machen. First of all, I have put animals on the planet to clean up after you. Zuerst habe ich hier Tiere auf den Planeten gesetzt, die nach euch sauber machen. They're like living garbage cans. Sie sind so wie lebendige Mülleimer. Stay out of the garbage can. Bleibt vom Mülleimer fern. These animals clean up after you. Diese Tiere machen hinter euch sauber. That's what makes them unclean for you to eat. Und das macht sie auch unrein für euch, sie zu essen. And we usually don't eat these Und animals. normalerweise essen wir diese Tiere. We don't usually find these foods in restaurants. Wir finden solche Nahrungsmittel nicht normalerweise in Restaurants. Maggots, Wie zum Beispiel Maden vultures, oder Aasfresser camels. oder Kamel. Now we do eat the pig and the lobster, Nun, wir essen das Schwein und auch den Hummer. and that's pretty dangerous. Und das ist sehr gefährlich. I was in New York a number of years Ich war ago, vor ein paar Jahren in New York and I found out how they get the lobster. und ich habe herausgefunden, wie sie den Hummer fangen. The boats get in a line, Die Boote, die stellen sich in einer Reihe auf and on the day they can catch them, und an dem Tag, wo sie loslegen dürfen, they head for the sewer pipes of New York, da fahren sie zu auf die Abflussrohre von der Stadt. because that's what they eat. Denn das ist dort der Ort, wo sie essen. So they do a good job. So, sie tun eine gute Arbeit. They're recycling. Sie machen Recycling. And if you eat a lobster, Und wenn ihr einen Hummer esst, you may eat what you flushed 3 days ago. dann isst du vielleicht das, was du vor 3 Tagen die Toilette runtergespült hast. I don't want to be that kind of recycler. Ich möchte nicht so eine Art von Recyclingmaschine sein. But you get to choose what you want to. Aber ihr könnt euch entscheiden, was ihr wollt. God also said, Gott sagt auch, if you eat the clean meat, wenn ihr das reine Fleisch esst, you have to take 2 things out of it to make it safe. dann sollt ihr 2 Dinge aus diesem Fleisch entfernen, damit es sicher The ist. fat and the blood have to be removed. Das Fett und das Blut muss entfernt werden. And the Bible is very clear, Und die Bibel ist dort sehr klar. over and over. Immer und immer wieder. In Leviticus 17, Und im 3. Mose 17, in Deuteronomy 12, im 5. Buch Mose Kapitel 11, in Genesis 9, Entschuldigung, Kapitel 12, Gut. 1. Mose Kapitel 9. God says, if you eat the blood of an animal, Gott sagt, wenn du das Fleisch eines Tieres isst, I will require your life. dann, wenn du das Blut eines Tieres isst, dann werde ich dein Leben nehmen. So he's very clear. Also er ist hier sehr klar. You're not to have fat and blood. Ihr sollt kein Fett und kein Blut essen. Now, let me ask you a question. Nun lasst mich euch eine Frage stellen. Why did God give us the animals? Warum hat Gott uns denn die Tiere gegeben? Well, 2 reasons. Nun aus 2 Gründen. To be our companions Um unser Begleiter zu sein and to be our servants. und auch um unser Diener zu sein. Now, if you go around eating all your servants, Nun, wenn ihr jetzt rumgeht und all eure Diener aufesst, you won't have any servants left. dann habt ihr keine Diener mehr übrig. So God wants us to stay away from that. Also Gott möchte, dass wir davon fernbleiben. These animals are to be our friends. Denn die Tiere sollen unsere Freunde sein. When Adam named the animals, Als Adam den Tieren den Namen gegeben hat, he didn't look at the cow hat er sich nicht die Kuh angeschaut and say, your name is Steak. und hat nicht gesagt, dein Name ist Steak. He didn't name the pig Bacon. Er hat auch das Schwein nicht Sausage. Speck genannt oder Wurst. Because he didn't intend to eat them. Denn er hatte nicht vor, sie zu essen. They were not his dinner. Sie waren nicht sein Abendessen. But we have forgotten that. Aber das haben wir vergessen. Now we act surprised Und wir mögen jetzt vielleicht überrascht sein, when people eat dog and cat. wenn Menschen Katzen essen oder Hunde. Because these are our companions. Denn das sind unsere Begleiter. Well, Adam today would be shocked Nun, Adam würde heute schockiert sein, to see us eating the animals he had named. dass wir die Tiere essen, denen er die Namen gegeben hat. Now, what about dairy products? Nun, wie sieht es aus mit Milchprodukten? If you are a baby doctor in the United Wenn ihr ein States, Kinderarzt seid in den Vereinigten Staaten, you know who this man is. dann kennt ihr diesen Mann. It's Dr. Frank Oski. Sein Name ist Dr. Frank Oski. In 1985, Und 1985 he was in charge of the children's department of Johns Hopkins University. war er verantwortlich als Direktor für
die Abteilung Kinderheilkunde an der Johns Hopkins Universität. and was also physician-in-chief of Children's Center. Und war auch der Chefarzt der Kinderklinik. He is responsible for editing and co-authoring 19 medical textbooks. Er ist auch dafür verantwortlich, 19 medizinische Fachbücher bearbeitet und veröffentlicht zu haben. On the subjects of hematology and pediatrics. Und die Themen gingen ums Blut und um die Kinderheilkunde. He has published over 290 medical manuscripts Er hat über 290 medizinische Fachberichte veröffentlicht, that are in the best research centers around the world. die in den besten Forschungszentren der Welt sind. And one of the booklets he's responsible for Und eins der Bücher, für die er verantwortlich ist, is called Don't Drink Your Milk. heißt Trinke deine Milch nicht. Now, why would the number one physician at Johns Hopkins Nun, warum sollte der Nummer 1 Arzt der Johns Hopkins Universität tell us not to drink milk? uns sagen, dass wir keine Milch trinken sollen? Let me read to you the last couple of sentences from this book. Ich möchte euch die letzten Verse, die letzten Sätze dieses Buches vorlesen. Cow milk has no valid claim as the perfect food. Kuhmilch hat nicht das Anrecht, sich als gutes Nahrungsmittel zu bezeichnen. So who told you cow's milk was the perfect food? Also wer hat euch gesagt, dass Kuhmilch ein perfektes Nahrungsmittel ist? Only the people who sell it. Nur die Menschen, die es verkaufen. The scientists are not telling you it's perfect. Die Wissenschaftler sagen euch nicht, dass es gut ist. Dr. Oski continues. Dr. Oski führt weiter fort. As nutrition, Als Nahrungsmittel milk produces allergies in infants, produziert Milch in Säuglingen, diarrhea and cramps in the older child, Allergien und in den älteren Kindern Krämpfe und Durchfall and will be a factor in heart attacks and strokes. und spielt auch eine Rolle bei Herzinfarkt und bei Schlaganfall. Perhaps when the public is educated Vielleicht, wenn die Öffentlichkeit erzogen und unterrichtet worden as ist, to the hazards of milk, was eigentlich so schlecht an der Milch ist, only cows will drink their mother's milk. dann würden nur noch Kälber die Milch ihrer Mütter trinken. Cow milk is a completely different formula than mother's milk. Kuhmilch besteht aus einer ganz anderen Zusammenstellung als Muttermilch. It has 3 times more protein, Sie hat 3-mal mehr Eiweiß, 3 times more sodium, 3-mal mehr Salz, 3 und times Natrium 3 times more calcium und 3-mal mehr Calcium than mother's milk. als die normale Muttermilch. This stuff is very powerful, Dieses Zeug ist wirklich sehr kraftvoll. and God designed it that way. Und Gott hat es auch dafür so geschaffen. Because a newborn calf weighs 25 kilos. Denn ein neugeborenes Kalb wiegt 25 Kilo bei der Its Geburt. first year of growth, Und in seinem ersten Jahr, wo es wächst, it will be 10 times bigger, wird es 10-mal größer sein. 250 kilos. Es wird 250 Kilo wiegen. So that strong formula was made for that. Und diese starke Formel ist dafür gemacht worden. A human baby only weighs 3 or 4 kilos at birth. Ein menschliches Baby wiegt nur 3 bis 4 Kilo bei der Geburt. Its first year of growth, Und in seinem ersten Jahr, wo es wächst, it will only be 3 times bigger. wird es nur 3-mal so groß sein. So und unless schwer. you want your 1-year-old to weigh 250 kilos, Und wenn ihr nicht wollt, dass euer Einjähriges 250 Kilo wiegt, you need to give it the right formula. dann müsst ihr ihm auch die richtige Zusammenstellung geben. Cow milk is not for the human. Und die Kuhmilch ist nicht für den Menschen. So let me ask you a question. Also lasst mich euch eine Frage stellen. What animals that walk the earth Welches Tier, das auf der Erde geht, have the biggest bones hat die größten Knochen and would need the most amount of und calcium? bräuchte auch die größte Menge an Calcium? Elephant, Ein Elefant, giraffe, eine Giraffe, hippopotamus, ein Nilpferd, rhinoceros. ein Rhinoceros. Huge bones. Große Knochen. Do they drink milk after they are weaned? Trinken die Milch, nachdem sie entwöhnt worden sind? No, they don't. Nein, das tun sie nicht. So where are they getting all the calcium? Also wo bekommen sie all das Calcium For her? giant bones. Für so große Knochen. They're getting it from plants. Sie bekommen es von Pflanzen. Now, if there is enough calcium in plants for an elephant leg this big, Nun, wenn da genug Calcium in den Pflanzen ist für ein Elefantenbein, das There- so groß ist, there has to be enough for my little legs. dann muss dort auch genug Calcium sein für mein kleines Bein. You can go to the library Ihr könnt in die Bibliothek gehen and look at a food chart, und euch dort so eine Nahrungstabelle anschauen. and they will show you where calcium is. Und sie werden euch zeigen, wo Calcium enthalten ist. And it's everywhere. Und es ist wirklich überall. It's in fruit,
es ist in den it's in Früchten, vegetables, es ist im Gemüse, it's in es beans. ist in den Bohnen. If you have enough food to eat, Wenn du genug Nahrungsmittel hast zu essen, you automatically have enough dann calcium. hast du ganz automatisch auch genug Kalzium. But the dairy business had tried to scare you. Aber die Milchindustrie hat versucht, dir Angst zu machen. If you don't drink milk, you'll be low on calcium, Wenn du keine Milch trinkst, dann wirst du zu wenig Kalzium haben. and your bones will be bad. Und deine Knochen, denen wird es schlecht Well, gehen. they have been saying this for about 100 years. Oh, die sagen das jetzt schon seit circa 100 Jahren. So you have to think, Also ihr müsst anfangen zu denken. are the bones getting better or worse? Werden die Knochen besser oder schlechter? We know the answer. Und wir kennen die The Antwort. bones are getting worse. Den Knochen geht es immer schlechter. So now you need to think again. Und nun müsst ihr wieder nachdenken. Why am I drinking milk if my bones are not getting better? Warum trinke ich Milch, wenn meine Knochen nicht besser werden? See, milk has so much protein in it Schaut, Milch hat so viel Eiweiß enthalten, that it causes you to urinate the calcium out of your body. dass es deinen Körper dazu bringt, dass er das Kalzium wieder aus dem Körper ausscheidet. So milk depletes calcium, Also Milch sorgt eigentlich dafür, dass Kalzium ausgeschieden wird. but plants increase calcium. Aber in Pflanzen das Kalzium, das sorgt dafür, dass wir mehr Kalzium haben. So if you're going to use a substitute for milk, Also wenn ihr ein anderes Mittel benutzen wollt anstatt von Milch, there are a number of products to choose from. es gibt eine ganze Menge von Produkten, Nahrungsmitteln, die ihr nehmen könnt, von denen ihr auswählen könnt. There's rice milk and almond milk. Es gibt zum Beispiel Reismilch oder Mandelmilch There's cashew milk and soy milk. oder Cashewmilch oder Sojamilch. Now, soy milk is probably the most nutritious. Nun, Sojamilch ist wahrscheinlich die mit den meisten Nährstoffen. And when you read the ingredients, Und wenn ihr die anschaut, was dort alles drin ist, it should have vitamin D and B12 added to it. dann sollte dort Vitamin B12 und Vitamin D zusätzlich enthalten sein. It should also have less than 4%, 8% sugar Es sollte auch weniger als 8% Zucker enthalten haben and have at least 4% protein. und mindestens 4% Eiweiß. That's a good soy milk. Und das ist eine gute Sojamilch. When you have some of the soy products, Wenn ihr einige von diesen Sojaprodukten habt, they usually have B12 added to it. auch die haben häufig Vitamin B12 enthalten. Because B12 and D can be a little bit of a problem. Denn Vitamin B12 und Vitamin D kann ein kleines Problem darstellen. Now, some people recommend you take B12 tablets, Nun, manche Leute empfehlen euch, dass ihr Vitamin B12 Tabletten nehmen sollt. but it has to be the one that goes under the tongue to work. Aber es sollte eine Tablette sein, die ihr unter die Zunge legt und dort zergeht. But there are other sources of Aber es B12. gibt auch noch andere Quellen von Vitamin B12. You have to decide which one you like. Und ihr könnt euch entscheiden, welche Quelle ihr mögt. In the morning when you wake up, Am Morgen, wenn ihr aufwacht, if you brush your tongue and your teeth without toothpaste, wenn ihr eure Zunge und eure Zähne putzt ohne Zahnpasta, you'll be swallowing B12 dann schluckt ihr Vitamin B12 herunter. because it forms on the back of your tongue overnight. Denn es wird produziert hinten auf eurer Zunge während der Nacht. Don't worry about swallowing. Macht euch keine Sorgen um das Schlucken, You do it all the time. denn ihr tut es ständig. Now, if you want to use toothpaste, Nun, wenn ihr Zahnpasta benutzen wollt, use it after you eat dann breakfast benutzt sie, nachdem ihr das Frühstück gegessen habt. because toothpaste is a harsh chemical Denn die Zahnpasta ist eine scharfe Chemikalie and it will destroy your und B12. sie wird euer Vitamin B12 vernichten. If you have a high fiber diet Wenn ihr eine hochprozentig ballaststoffreiche Ernährung in habt your descending colon, und in eurem absteigenden Dickdarmast, you have receptors that will pick up B12. habt ihr Rezeptoren, die Vitamin B12 aufnehmen. So there's another source. Also dort gibt es auch eine andere Quelle. If you're not certain, Also wenn ihr euch nicht sicher seid, you can have a blood test done every year. könnt ihr euch jedes Jahr eine Blutuntersuchung machen lassen. You usually have to pay extra for B12 and D. Ihr müsst normalerweise für Vitamin B12 und Vitamin D extra bezahlen. But if you want peace of mind, Aber wenn ihr ein ruhiges Gewissen haben wollt, they can tell you if it's starting to get low, dann können sie euch sagen, wann es anfängt, weniger zu werden. and then you can take corrective action to fix that. Und dann könnt ihr gute Maßnahmen ergreifen, um euch um dieses Problem zu kümmern. But if you do what Harvard said, Aber wenn ihr das tut, was die Harvard-Universität sagt, eat all the different colors of the fruits and vegetables, esst all die verschiedenen Farben der Früchte und des Gemüses, you will get all the nutrition you need dann bekommt ihr alle Nährstoffe, die ihr braucht. because God color-coded the food. Denn Gott hat unseren Nahrungsmitteln einen Farbcode That gegeben. makes it very simple. Und das macht es für uns sehr einfach. So I would encourage you to eat
more plant food. Also ermutige ich euch, mehr Pflanzennahrung zu euch zu nehmen. Because that's what your body is designed for. Denn das ist das, wofür euer Körper geschaffen worden You'll ist. find you have more energy, Ihr werdet herausfinden, dass ihr mehr Energie habt, that you look good, dass ihr besser ausschaut, you feel good, dass ihr euch besser fühlt and your mind is sharper. und dass auch eure Gedanken viel schärfer sein können. Now, I experimented trying to do this. Nun, ich habe damit experimentiert, als ich damit I anfing. heard about vegetarian, Ich habe über Vegetarismus gehört, but I wasn't really interested. aber ich hatte da nicht so viel Interesse dran. But the scientific data was so good, Aber die Daten der Wissenschaft waren wirklich so gut, I decided to do experiment. dass ich mich entschied, dass ich ein Experiment durchführen So würde. January 1974, Also am 1. Januar 1974 I decided to eat meat every other day. entschied ich mich, jeden zweiten Tag Fleisch zu essen. And I was sure I was going to be sick by the end of the month. Ich war mir sicher, dass ich am Ende des Monats krank sein würde. But instead, I was feeling better. Aber stattdessen fühlte ich mich besser. So I said, okay, we'll continue the Und experiment. so sagte ich, okay, ich werde das Experiment weiter fortführen. Next month, February, Im nächsten Monat, im Februar, I would only eat meat twice a week. werde ich nur noch zweimal die Woche Fleisch essen. And I started feeling better. Und es ging mir wieder besser. So in March, Und im März I only ate meat once a week. habe ich nur noch einmal die Woche Fleisch gegessen. And by April 1st, Und am 1. April, I was no fool. ich war nicht dumm, I became a vegetarian. wurde ich Vegetarier. And about a year or so later, Und so ungefähr ein Jahr später I eliminated the dairy products habe ich auch die Milchprodukte aus meiner Nahrung entfernt. because I realized what they were doing also. Denn ich hatte auch da erkannt, was die tun. So you can experiment on yourself. Und so könnt ihr Experimente an euch selbst ausführen. Try it and see. Versucht es und werdet sehen. But be sure if you take something out of your diet, Aber stellt sicher, dass wenn ihr etwas aus eurer Nahrung you have herausnehmt, to put something back in. dass ihr stattdessen etwas anderes hineintun müsst. If you're eliminating meat and dairy, Wenn ihr Milchprodukte und auch Fleischprodukte weglasst, be sure to eat fruits and vegetables that are high in calcium. dann stellt sicher, dass ihr Nahrungsmittel esst, die hoch an Calcium sind. Put beans and grains together Tut Bohnen und Getreide zusammen, so you get all 22 amino acids. sodass ihr alle 22 Aminosäuren bekommt. And you need a closed hand of nuts a day. Ihr braucht eine geschlossene Hand an Nüssen am Tag. Almonds are among the best. Mandeln sind einige der besten. And walnuts are important because of omega-3. Und die Walnüsse sind wichtig wegen den Omega-3-Fettsäuren. You also get omega-3 from the flaxseed. Ihr bekommt auch Omega-3 durch die Leinsamen. But you have to have a grinder to crack them open. Aber ihr müsst dort so eine Art Kaffeemühle haben, um die klein zu machen. I put my sesame seeds in there also, Ich tue auch meine Sesamen dort hinein, so that my body can absorb it. sodass mein Körper das aufnehmen kann. So I would encourage you Also ich möchte euch ermutigen, to see how good you can feel. zu sehen, wie gut ihr euch fühlen könnt. And a plant-based diet will help you to do that. Und eine pflanzenbasierte Ernährung wird euch helfen, das herauszufinden. Thank you. Danke.